Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Heute sind wir noch einmal bei Tommy. Er will uns die Kühlschrank-Doppellüfter zeigen, die wir schon bei uns im Wohnmobil verbaut haben. Ihr habt es ja schon einmal gesehen. Hallo Tommy, wir sind jetzt wieder bei dir. Du möchtest uns heute mal zeigen, wir haben das ja bei uns drin, die Doppellüftanlage für den Absorberkühlschrank. Es gibt Neuerungen mit Halterungen etc. Das ist korrekt. Wir haben das hier mal aufgebaut. Wir werden es den Zuschauern mal zeigen. Das sind diese Bausätze, die wir jetzt hier verbaut haben, beziehungsweise was wir auch hier bei uns im Absorberkühlschrank außen verbaut haben. Du hast hier für uns die zwei aufgebaut, die zwei neuen Doppellüfter. Erzähl uns ganz einfach mal, was die Halterung betrifft. Ja, die Halterung ist eine Universalhalterung, die von mir selbst gefertigt wird, die außen angebracht ist mit entsprechenden Befestigungswinkeln. Die Winkel kann man im Prinzip verstellen, werden hier an der Seite fixiert mit Schrauben. Das wird so geliefert jetzt, wie es hier da liegt? So wird es geliefert, Aha. vormontiert. Und der Kunde setzt es dann bloß entsprechend ein nach seinen Bedürfnissen. Bei jedem ist ja der Platzvorrat hinter dem oberen Lüftungsgitter anders, sodass auch jeder flexibel ist und das entsprechend einbauen kann. Und die Halterung, gibt es da verschiedene Möglichkeiten oder wie wird es montiert? Ja, in der Regel nehme ich die Halterung im Prinzip, so wird es ja geliefert, bloß hier raus, ziehe sie raus, drehe sie um, Ja. stecke sie wieder rein. Und dann habe ich entsprechend die Möglichkeit mit den zwei Schrauben das zu fixieren. Ich kann das in der Höhe verstellen, je nachdem wie ich das brauche. Ja, ja. Bei beiden Seiten natürlich. Und dann wird es mit den Löchern an der oberste Querstrebe im Fach montiert. Also hinter dem obersten Lüftungsgitter. Ja. An der obersten Kante wird es quasi verschraubt. Sieht man dann im Bild auch nochmal genau. Okay, das blenden wir auf jeden Fall nochmal mit ein, liebe Freunde. Habe ich die Möglichkeit, dass ich das nur oben befestigen kann oder kann ich das auch seitlich? Ja, die Platzgeschichten sind natürlich bei jedem Fahrzeug anders. Mal hat man die Möglichkeit, das oben zu befestigen. Die Universalhalterung gibt aber eben noch mehr her. Ich kann einfach den Befestigungswinkel anders einschieben, kann das jetzt an der Seite noch befestigen. Ich kann das auch unten einschieben. Ich kann das auch wahlweise oben und an der Seite befestigen, je nachdem. Aha. Wenn das dann fixiert ist, ist es auch richtig stabil. So viel wiegt es nicht. Also ihr seht, liebe Freunde, je nachdem wie die Konfiguration bei euch im Wohnmobil ist, könnt ihr das wahlweise oben, unten, rechts, links, wie auch immer befestigen. Ihr habt hier diese zwei Winkelhalter, die werden dann hier an der Seite im Wohnmobil verschraubt und hier an diesen Lüftern ganz einfach eingebaut. Die Kabel sind vormontiert, braucht im Prinzip nach Einbau von dem Controller. Den kann ich wahlweise in die Armaturentafel oben einbauen. Das ist ein Einbaugerät. Ich kann es aber auch mit doppelseitigem Klebeband bloß oberflächlich aufkleben. Das muss jeder selber entscheiden, wie auch die Platzverhältnisse sind, wie es jeder haben möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, das gleich im Kühlschrankbereich außen neben dem Lüfter zu montieren. Wer jetzt kein Loch bohren will nach innen oder irgendwie einen Durchbruch findet, kann das auch außen montieren. Es muss nicht viel dran rumgestellt werden an dem Controller, der ist voreingestellt auf die entsprechenden Werte, die sich als gut erwiesen haben. Kann natürlich jeder individuell verstellen. Also wie wir hier sehen, haben wir eingestellt 28 Grad. Bei 28 Grad fängt dann automatisch die Lüftereinheit an zu laufen und zu kühlen. Ja, bei 30 Grad fängt sie an und bei bei 30 28 Grad schaltet er wieder ab. Ah, okay. Na? Okay. Also hier sind 2 Grad Differenz eingestellt. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal zeigen, weil wir haben hier zwei Einbaueinheiten, also zwei Bausätze zu liegen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Bausätzen? Ja, ganz einfach. Das ist der Titanlüfter. Der hat eben 12 Lüfterschaufeln, ist entsprechend schneller, dreht mit 1250 Umdrehungen, kostet natürlich einen Zehner mehr. Das ist nicht ganz so kriminell, aber das sind eben die besseren Lüfter. Die Lüfter sind genauso gut. Er hat nur 7 Lüfterschaufeln. Ist eine preiswerte Geschichte. Er läuft ein bisschen ruhiger, leichter. Der Titan ist sehr gut, aber den hört man fast gar nicht. Der Lüfter schaltet bei 30 Grad ein, dann läuft er schön ruhig vor sich her, schafft die Wärme raus. Bei 28, wenn die Temperatur wieder nachts abkühlt, schaltet er ganz automatisch wieder ab. Energieverbrauch ungefähr? 200 Milliampere, 200 bis 500 Milliampere, also fast nichts. Okay. Wir werden das auf jeden Fall euch jetzt mal zeigen, wie
die Bausätze jetzt unterschiedlich funktionieren. Wir würden jetzt beginnen mit den preisgünstigeren Modell. Ja, das sind die Fraktallüfter, die hier verbaut sind. Ah. Es gibt noch zwischendrin, die haben wir heute nicht dabei, die Arctic-Lüfter, das ist so ein Zwischending, sind auch sehr gut. Aber das sind die preiswerten Fraktallüfter und mit 1000 Umdrehungen, das ist eigentlich der preisgünstigste Einbausatz. Das ist der Temperaturfühler. Ja. Wir haben hier ganz normal mal ganz schnell ein Labornetzteil angeschlossen, dass man das zeigen kann. Ja. Der Fühler wird im Prinzip zwischen der Lüftereinheit und dem Kühlschrank montiert, also zwischen dem Aggregat vom Kühlschrank und der montierten Lüftereinheit wird er irgendwo dann festgemacht wird angeklebt oder wird im Prinzip mit einem Kabelbinder irgendwo fixiert. Das ist bei jedem auch natürlich wieder anders. Und ab 30 Grad schaltet er über den Controller den Lüfter zu. Man kann das mal simulieren, indem man den Temperaturfühler einfach mal auf 30 Grad erwärmt mit der normalen Körpertemperatur. Wir sehen hier die momentane Temperatur und ab 30 Grad sollte der dann zuschalten. Startet dann automatisch, wir gehen mal hoch, dass wir das im Bild mit haben. Jetzt 29,8. Jetzt müsste es gleich steigen. Ja. Die Lüfter starten automatisch. So, ich schalte jetzt mal hier das Mikrofon an, dass wir das mal hören. Man hört fast nichts. Man hört so gut wie gar nichts. Im Innenraum vom Wohnmobil hört man die gar nicht. Also wie gesagt, das stimmt, gebe ich dem Tommy recht. Im Innenraum vom Wohnmobil hört man die gar nicht, weil die sind ja eh nach außen gerichtet. Die Temperatur geht wieder runter. Wir sind jetzt bei 29, 28, 2. Jetzt sind wir unter 28 und jetzt hören die Lüfter hier auf zu drehen. Jetzt haben wir hier die zweite Einheit, die werden wir mal anschließen. Das gleiche System mit diesem Fühler und da machen wir mal einen Vergleich, was wir hier an Geräuschkulisse haben, weil diese Lüfter hier hinten, die Titanlüfter, ja mehr Leistung haben. 20,7 Grad, das gleiche unten eingestellt. Die Ausschalttemperatur 28 Grad. Und einschalten tut er wie bei 30 ganz Grad, hast du gesehen. Es empfiehlt sich immer noch eine Sicherung dazwischen zu machen oder wer es möchte, nochmal einen getrennten Schalter, aber notwendig ist es nicht. Okay, 27, wir waren bei 24 Grad, jetzt geht es ganz rapide schnell hoch, 28, 29, 1, 29, 9 und so, wir halten mal das Mikrofon ran. Also ich höre jetzt, wenn ich ehrlich bin, nur den Unterschied von der Leistung, mehr Wind. Mehr Windgeräusch. Ihr werdet es natürlich hören, liebe Freunde, im Mikrofon, ein kleines bisschen den Wind, aber Geräusche jetzt mehr höre ich jetzt nicht. Ein bisschen mehr Windgeräusche, aber wenn da letztendlich eingebaut ist, im Wohnmobil selber hört man es nicht. Die Temperatur ist erst wieder abgefallen und der Lüfter schaltet aus. Also wir haben es gehört, die Geräuschkulisse von diesem zweiten Set, was wir hier haben, ist wirklich reinweg durch die Leistung, durch den Wind. Für was ist dieser Controller? Ist der jetzt neu? Verbaust du den neu? Ist das ein wahlweise oder was ist das? Das ist wahlweise, er kostet einen geringen Aufpreis, ist ein Einbaucontroller, lässt sich besser in die Schalttafel integrieren. Man hat letztendlich dann bloß eine kleine Platte, die man oben sieht. Die ganze elektronische Einheit verschwindet natürlich dann im Einbau. Ja. Also wahlweise diesen Controller oder diesen Controller, macht das jetzt einen preislichen Unterschied? Ja, der kostet 7 Euro mehr, aber der Preis fällt dem nichts weg. Doppellüfter für die Absorberkühlschränke als Bausatz, 2 Varianten. Hier 3 Varianten vielmehr, Entschuldigung, 3 Varianten bei Tools to Camp im Shop. Zum selber einbauen, wahlweise mit diesen unterschiedlichen Displays. Und ihr seht, ihr bekommt das vorgefertigt, montiert, nach Hause geliefert, fix und fertig zum Einbau. Wie würdest du jetzt das beurteilen, diese Bausätze für jemanden, der jetzt technisch nicht so versiert ist, wie ich zum Beispiel? Kriegt jeder hin. Kriegt jeder hin. Ja. Zeitaufwand ca. eine halbe Stunde bis Stunde. Bis eine Stunde. Kreuzschlitzschraubenzieher oder ein Schrauber. Wer sich das nicht zutraut, kann auch in jede kleine Werkstatt gehen. Das ist im Prinzip für ihn das Anschließen gemacht. Genau. Ist kein Problem, finde ich. Ihr seht es also wunderbar zum Anschließen für
die Absorberkühlschränke. Wir haben den Titan verbaut bei uns, den oberen. Also man braucht hier keine Kühlschränke auszubauen, zu verrücken etc. Man braucht lediglich nur die B- und Entlüftungsgitter beim Kühlschrank, beim Wohnmobil außen zu entfernen und dort das Ganze einzuschrauben. Zu den gesehenen Doppellüfter für den Kühlschrank, was wir euch gezeigt haben, gibt es hier noch eine neuere Version. Ihr seht es. Tommy, erzähl uns mal ganz kurz, was ist bei dieser neuen Version komplett anders? Ja, es ist ganz einfach, die ganze Einheit ist mit samt Controller in einem Gehäuse. Letztendlich haben wir weniger Aufwand bei der Montage, 2 Winkel festmachen und 2 Drähte anschließen. Das ganze Ding ist vorprogrammiert, man muss nichts mehr einstellen und es entfällt natürlich die Kabelverlegung in den Innenraum, weil viele haben ein Problem, muss ich da durchbohren, wo lege ich das Kabel lang, getrauen sich nicht den Controller irgendwo reinzulegen, das macht viel Aufwand für manche und da haben wir das als Kompakteinheit jetzt neu in einem separaten Gehäuse, komplett so montierbar, wie es hier da liegt. Gleiche Lüfter, es gibt drei, ja, weiß und schwarz und es gibt 3 Varianten von Lüfter. Wir haben die preiswerten Fraktallüfter, dann haben wir Arctic-Lüfter, die ein bisschen besser sind und die ganz hochwertigen Titanlüfter. Eine Anzeige, eine Digitalanzeige, die zeigt dann immer die Temperatur an? Die zeigt die aktuelle Temperatur an. Das ist quasi der Controller, den man früher in den Innenraum montieren musste. Das fällt jetzt komplett alles weg, weil das ist hier komplett mit integriert. Okay. Der Sensor ist unten dran, wie gesagt, der die Temperatur dann quasi misst und entsprechend einschaltet. Zu den Kühlschranklüftern, das ist das ganz neue System. Ergänzend zu den vorhergehenden Systemen, die wir euch gezeigt haben. Fragen ganz einfach in die Kommentare oder zu Tommy von Tools to Camp. Das elektrische Grauwasser-Entleersystem, das Komplettset von Tools to Camp, Set Nummer 1, das Set Nummer 2, was im Lieferumfang enthalten ist und wie man diese Systeme im Wohnmobil installiert. So, Thomas erklärt uns jetzt mal die Kabelvariante. Ja, ganz einfach. Das ist ein Komplettset, was im Prinzip mit wenigen Handgriffen auch montiert werden kann. Innerhalb von 1 bis 2, vielleicht auch 3 Stunden ist es montiert. Bei der Kabelvariante haben wir ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss das vorhandene Kabel bis ins Führerhaus verlegen, Strom anschließen, ans Navi anschließen oder an den vorhandenen Bildschirm und den Schalter ins Armaturenbrett einbauen. Ausreichend Kabel ist hier im Lieferumfang enthalten. 5 Meter Kabel dazu. Und der Schalter wird dann im Cockpit verbaut hier? Im Armaturenbrett an der Seite irgendwo. Ne? Also ganz kurz mal zu der Einheit. Können wir die mal drehen? Da ist ja auch eine Videokamera dran, habe ich gesehen. Ja, hier ist eine Kamera verbaut. Das ganze Set ist vormontiert. Man braucht nichts mehr machen. Man braucht im Prinzip bloß das Set mit dieser vorhandenen Halterung an den Unterboden montieren. An der Stelle, wo dann das Grauwasser auslaufen soll. Ja. Schlauch, der wird dazu mitgeliefert, 1,25 Meter ist im Lieferumfang dabei. Den Schlauch, den haben wir hier. Wenn jemand länger braucht. Einen längeren Schlauch, wie gesagt, jederzeit machbar, bloß vorher Bescheid geben, damit er in einem Stück geliefert werden kann. Im Lieferumfang ist dann noch enthalten, ich sehe hier die Halterungen. Genau, 2 Halterungen für den Schlauch, damit er nochmal befestigt werden kann. Da kann natürlich auch ein bisschen verstellt werden, damit man eine 1%ige Steigung etwa hinbringt. Und entsprechend dann hier hinten noch Anschlüsse für den jeweiligen Grauwassertank. Der ist ja bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders. Ja. Krümmungen, die wir hier hinten haben, die sind nicht mit dem Lieferumfang? Nein, die sind extra, aber bis DN25 ist kein Problem. Ab DN25, also alles was größer ist, gibt ja Grauwassertanks, die haben 60er Ausgänge. Da muss natürlich dann entsprechender Adapter, der muss kann extra bestellt werden. Natürlich gibt es auch noch eine zweite Variante, die hier nebenan liegt. Was ist das für eine Variante? Das ist eine Funkvariante. Hier ist der Einbau natürlich wesentlich schneller. Man braucht bloß 2 Drähte anschließen, das ganze System aufhängen und genauso wieder am Grauwasser anschließen. Wir haben eine Fernbedienung dazu, womit die Kamera eingeschaltet werden kann. Das Kamerabild sehe ich dann auf jedem Handy oder Tablet, was sowieso jeder hat. Und ich kann über die Fernbedienung das Ventil automatisch öffnen oder schließen. Das geht über eine App, genau. Ja. Hier sind lediglich 2 Drähte anzuschließen, Plus und Minus. Na, kann über eine Sicherung noch erfolgen, eine vorhandene Sicherung oder wer es mag, soll es nochmal extra absichern, ist nicht unbedingt notwendig. Die Systeme haben einen Stromverbrauch von 0,5 Ampere.
Hier haben wir 2 Meter Kabel, weil das muss ja im Prinzip nur in den Innenraum geführt werden oder zum Kühlschrank. Am Kühlschrankverteiler kann es mit angeklemmt werden. Überall, wo ich 12 Volt finde, kann ich es mit draufklemmen. Hier haben wir auch eine Videokamera dran. Das ist eine Funkkamera, die erzeugt natürlich dann, hat einen eingebauten Sender, der letztendlich das Funksignal zum Handy oder Tablet überträgt. Das können wir nochmal anstellen, das muss man kurz hier in Probe zeigen mit dem Labornetzteil und dann im Einbauvideo sehen wir es ja dann auch live in Natura. Jetzt haben wir hier den Versuchsaufbau mit dem Labornetzteil, um euch das mal zu zeigen, wie das ganze Teil funktioniert. Hier haben wir jetzt die Fernbedienung. Wie funktioniert das jetzt hier? Also ich schalte die Kamera ein, das kann ich schon mal machen, indem ich die Taste A drücke. Es sind 4 Tasten auf der Fernbedienung, die ersten 2 sind A und B, aber nur belegt. Ich brauche nur 2, weil eine brauche ich für die Kamera zum Ein- und Ausschalten und die zweite Taste brauche ich fürs Ventil zum Auf- und Zumachen. Ja, Jetzt haben wir die Kamera gestartet, hier haben wir jetzt die App schon geladen. Hier ist das Bild, wir sehen jetzt hier meine Hand. Ihr seht mich jetzt hier. Ja, wir sehen auch hier den Auslauf vom Grauwasser. Die Kamera ist schon genau ausgerichtet. Also wir haben ja die Verbindung vorher schon mal hergestellt, deswegen ging das jetzt auch so schnell. Wenn das erste Mal eingerichtet werden muss, dauert das. Die App downgeloadet werden und dann installiert werden und dann über WLAN verbindet die sich dann. Also wir haben das schon mal installiert, deswegen ging das auch so schnell jetzt bei uns. Jetzt haben wir A gedrückt, jetzt ist die Kamera an. Wir sehen im Grunde genommen jetzt hier durch die Kamera im Wohnmobil übers Telefon den Auslass über den Grauwasserablass fahren. Und dann müssen wir ja das Ganze entriegeln. Das geht natürlich auch wieder. Mit der zweiten Taste. Die drücken wir jetzt mal. Man hört es dann auch, wenn man richtig hört. Ansonsten aus dem Fahrzeug hört man natürlich nichts. Ja, drück mal drauf, das muss man hören. Jetzt öffnet das Ventil. Also ihr seht, liebe Freunde, wie das aufgeht. Und wie kriegt man das Ganze wieder zu, indem wir die Taste einfach wiederholt drücken, wenn jetzt das ganze Grauwasser ausgelaufen ist. Man sieht es ja dann in der Kamera. Wir haben natürlich jetzt hier im Versuchsaufbau kein Wasser durchlaufen. Dann schließt man einfach das Ventil durch wiederholtes Drücken der Taste B oder eben der zweiten Taste und dann schließt das Ventil ganz einfach wieder. Sagen wir mal 2 Drähte angeschlossen und schon funktioniert das. Die Schläuche verbinden. Lieferumfang genau das gleiche, wie wir es gesagt haben. Mit den 2 Halterungen und natürlich den Schlauch dazu. Außer das Kabel fällt eben weg, was ins Cockpit normal verlegt wird, brauchen wir hier nicht mehr. Da haben wir das auch noch mal den Zuschauern gezeigt. Ist leicht und verständlich und ganz einfach einzubauen. Bei dir alles im Shop erhältlich? Alles im Shop erhältlich. Tools to Camp. 3 verschiedene Varianten von den Ventilen. Wie gesagt, es gibt noch eine preiswertere Variante mit Notausllasshahn. Die Ventile haben ja hier eine Notsteuerung, wo ich über das Rädchen im Notfall, wenn jetzt die Elektronik versagt oder wie auch immer Stromausfall ist, kann ich das auch öffnen, indem ich das Rädchen rausziehe und kann das Ventil ganz normal mit der Hand auf und zudrehen. Ja. Die Ventile sind natürlich geringfügig teurer. Wir haben noch eine billigere Variante, da ist dann hier im Prinzip in dem Bereich noch ein Hahn, ein Notausllasshahn eingebaut. Ja, wenn es weitere Fragen gibt, ganz einfach unten in die Kommentare reinschreiben, liebe Freunde, dann beantworten wir euch die Fragen. Natürlich ist kein Problem. Ansonsten findet ihr die Produkte wie immer bei Tools to Camp. Wir haben uns das einbauen lassen, das Funkteil, wie wir es hier sehen. Die Einbauanleitung habt ihr ja gesehen. Es gibt auch eine Einbauanleitung dazu, eine dreiseitige. Gibt es noch mit dazu? Ja, gibt es noch mit dazu. Also ist eigentlich nicht viel zu erklären, aber wir haben es trotzdem noch mal niedergeschrieben. Also wie gesagt, Tommy hat jetzt nicht nur die eine Fernbedienung, er hat natürlich auch andere Fernbedienungen, den Taster. Sieht man dann auch im Shop. Und wir haben noch einen Taster, der beliebig im Führerhaus angeklebt werden kann, auf dem Armaturenbrett oder an der Seitenwand. Und über den Taster kann ich dann quasi das Ventil auch bedienen und die Kamera. Wichtig ist, es muss so bestellt werden, weil die vorprogrammiert werden müssen. Das kann man nicht einfach nachbestellen und dann funktioniert der Taster. Bitte gleich so bestellen, wie man es haben will. Es geht auch beides parallel. Man kann den Taster im Führerhaus haben und zusätzlich die Fernbedienung auch noch am Schlüsselbund. Okay, das war's gewesen jetzt zu den einzelnen Bausätzen, die wir hier im Angebot hat, der Tommy. Wir melden uns wieder beim nächsten neuen, was kommen wird hier aus dem Hause Tools to Camp.